Moin aus Dinklage vom Achshersteller Gigant. Ab und zu kommt es vor, dass sich die Achsmutter nicht mehr vom Achsstummel lösen lässt. Dies kann verschiedene Gründe haben. Einmal kann das Gewinde gefressen haben beim Herunterdrehen oder man hat das Gewinde nicht gereinigt beim Aufdrehen der Mutter. Deshalb werde ich euch heute eine Methode zeigen, wie man die Achsmutter vom Achsstummel entfernt, ohne das Gewinde zu beschädigen. Als erstes schauen wir nach, ob es sich bei der Mutter um eine Mutter handelt mit Links- oder Rechtsgewinde. Bei einer Mutter mit einem Linksgewinde haben wir umlaufend eine Nut eingebracht, an der man ganz klar erkennen kann, dass es sich um ein Linksgewinde handelt. Wenn die Mutter sich beim Lösen oder Anziehen verklemmt, ist es wichtig, dies frühzeitig zu erkennen und dann die Mutter nicht weiter zu drehen. Wenn das Gewinde vom Achsstummel unbeschädigt ist und die Mutter in Ordnung ist, kann man die Mutter leicht von Hand auf- und abdrehen. Sollte dies nicht der Fall sein, hilft auch ein längerer Schlüssel oder mehr Kraft nicht, die Mutter zu lösen. Wenn wir trotz Beschädigung des Gewindes versuchen, die Achsmutter vom Achsstummel runterzubekommen, endet das meistens darin, dass das Gewinde so stark beschädigt ist, dass wir die Achse nicht mehr nutzen können. Unser heutiges Ziel ist es, die Achsmutter zu entfernen, ohne das Gewinde zu beschädigen. Wir fangen an, mit einem Winkelschleifer mit Trennscheibe an dieser Ecke die Mutter so weit einzuschneiden, bis wir kurz vor dem Lager sind. Wenn wir die Mutter tief genug eingeschnitten haben, ohne das Lager zu verletzen, nehmen wir einen Hammer und einen Meißel und schlagen das obere Teil ab. Jetzt schleifen wir mit einer Fächerscheibe vorsichtig die Fläche der Mutter so weit runter, bis wir kurz vor dem Gewinde sind. Wenn die Fläche an der Mutter, die wir abschleifen, blau geworden ist, ist es ein Zeichen dafür, dass das Material sehr dünn geworden ist. Jetzt können wir das erste Mal versuchen, mit einem Hammer und einem Meißel die Mutter aufzubrechen. Sollte das Material noch nicht dünn genug sein, müssen wir gegebenenfalls noch nachschleifen. Nachdem wir noch ein bisschen nachgeschliffen haben, kann man jetzt auch die Gewindegänge ganz gut erkennen. Nachdem wir das zweite Mal versucht haben, die Mutter aufzubrechen, kann man jetzt auch ganz klar den Riss sehen. Wir waren also erfolgreich. Jetzt drehen wir die Mutter per Hand oder mit Hilfe eines Schlüssels herunter, schauen uns das Gewinde an. Sollte das Gewinde verletzt sein, arbeiten wir dieses nach mit einer Gewindefeile oder einem Gewindestrehler. Wenn wir das Gewinde nachgearbeitet haben, versuchen wir die Mutter per Hand rauf und runter zu drehen. Funktioniert das einwandfrei, steht der Montage der neuen Achsmutter nichts mehr im Wege. Eins gibt es aber noch zu beachten bei der Montage der neuen Achsmutter. Auf dem Gewinde vom Achsstummel und auf dem Gewinde von der Achsmutter darf sich kein Fett befinden. Durch das Fett wird zwar die Reibung geringer, aber man bringt ein deutlich höheres Drehmoment in die Verbindung zwischen Achsstummel und Mutter. Abschließend ist doch zu sagen, auch wenn das Arbeiten mit dem Schlagschrauber einen leichter erscheint, sollte man sich doch die Zeit nehmen, die Achsmutter per Hand auf- oder abzudrehen. Durch den Schlagschrauber erkennt man erst zu spät, wenn sie zu schwergängig geht. Da wir alle Arbeiten jetzt abgeschlossen haben und das Gewinde des Achsstummels retten konnten, muss die Achsmutter nur noch mit dem passenden Drehmoment angezogen werden. Für weitere Tipps und Tricks abonniert unseren YouTube-Kanal und lasst ein Like da.